Das erste Mal von der Talstation gehört. Lustigerweise war ich mal bei einer Besetzung dabei und habe dann gehört, dass Jahre danach, dass jetzt wirklich dort was passiert. Und das habe ich extrem interessant gefunden und wollte mir das unbedingt anschauen. Ich glaube, das war damals symbolisch ganz wichtig, dass man so einen Leerstand sich zurückholt. Und ich glaube, das war der Ausgangspunkt für 2014, dass damals möglich war, den Kulturort zu benutzen. Ich war 2014 dabei, wo wir das Haus übergeben gekriegt haben und habe auch da sehr viel Zeit investiert, um das Haus auf Vordermann zu kriegen, dass man die ersten Veranstaltungen machen kann. Da war noch der Schülerinnenbeirat, glaube ich, so hat es geheißen. Da sind wir mit der Inpro-Gruppe das erste Mal drauf gestoßen und haben einen Raum bekommen zum Proben. Und das für nichts. Da waren wir sehr froh, weil wir alle kein Geld gehabt haben und wir durften. Wir haben einen Schlüssel gekriegt und Hobby. Einer unserer ersten Wege war zur Talstation und da sind wir eigentlich mit offenen Armen empfangen worden und haben sofort eine Büromöglichkeit, einen Raum gekriegt und auch einen Raum, die Möglichkeit zum Veranstalten bekommen. Es war nice, da zu feiern, weil man sozusagen ja selber seine Party machen kann, selber die Getränke mitnimmt, plus man kann die eigene Musik machen, so wie man es selber cool findet. Ich war auf einer Party in der Talstation und dann haben wir dort eben einen Raum zur Verfügung gestellt gekriegt als Studio. Ich habe eigentlich damals in der Talstation mein allererstes Konzert überhaupt gespielt. Und es war cool, dass mir da vertraut worden ist und dass mir da geholfen worden ist und dass ich da einfach eine Bühne gekriegt habe. Also einmal habe ich selber in Talstation gespielt. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil mir gefällt diese so Abandoned Spaces, ein bisschen rustikal mit viel Seele. Es gibt immer noch das Kassenhäusl und die räumliche Struktur ist erhalten geblieben. Und das ist mir das, ich muss irgendwo reingehen und Kulturort und mich wohlfühlen. Das war, wenn man es jetzt vergleicht mit uns mit dem Weekender, so haben sehr viele Leute gesagt, der Raum hat einen Vibe. Und genauso war es in der Talstation. Ich habe 2020 eine Konzertreihe gegründet, die nennt sich Neues Elektrorauschen. Und wir haben damals und auch jetzt noch immer, wir suchen nach Räumen in Innsbruck, die außerhalb der etablierten Konzerträume zur Verfügung stehen, um Musik zu machen und aber auch eine andere Szene zu berühren. Und da war die junge Talstation gut ausgestattet und die Motivation war vorhanden, da wirklich was zu gestalten gemeinsam. Das Spannende habe ich dann eigentlich immer gefunden, dass ihr eigentlich immer das auch größer gedacht habt, nicht nur dort zu veranstalten, sondern dort auch viel zu produzieren. Oder sei es Bands, die dort proben, sei es Videos, die produziert werden. Also dieses multistilistische und multidisziplinäre habe ich eigentlich immer spannend gefunden. Das ist ein total schönes Haus und es ist ein super Ort, dort auch so etwas aufzuziehen. Ich glaube, es wäre extremst geeignet und Innsbruck braucht sowas. Kultur in Innsbruck und überall ist lebensnotwendig und wichtig für die Gesellschaft.